herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch neu zu mir gestoßen bist. Ich habe hier meine Häkelsachen liegen und die möchte ich gerne einmal zeigen. Es ist eine Sache fertig geworden, eine Sache noch in Arbeit. Naja, 2 in Arbeit und ein neues dazugekommen. Wie immer, für alle, die neu sind, dienstags kommt ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Häkelsachen. Je nachdem kommt donnerstags oder freitags zu beiden Themen mal was. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal und zwar als allererstes mit dem, was fertig ist. Und zwar das Tuch ist fertig. Dazu habt ihr auch schon eine Anleitung. Hier ist noch der Faden, den müssten wir noch abschneiden. Dazu gibt es auch eine Anleitung bei mir auf dem Kanal. Also Anleitung, naja, eher nicht. Also es ist, so habe ich es gehäkelt und das zeige ich euch dann da auch, wie ich die Sachen gehäkelt habe. Hier ist der Maschenmarkierer. Da waren wir das letzte Mal, also letzte Woche Samstag. Und da kam das kleine Stückchen sozusagen noch dazu. Also war nicht mehr so viel. Der Bobbel ist auch komplett aufgebraucht. Ich habe aus den kleinen Resten, die ich noch hatte, an jeder Ecke so eine kleine Quaste gemacht. Und damit war es dann fertig. Ich finde, das ist ein ganz schöner Verlauf geworden von dem Tuch, von dem Lila ins Helle, in das ganz zarte Grün und dann in den Grünton. Also mir gefällt das wirklich sehr gut. Es ist ja, wie gesagt, in der Anleitung, in diesem So habe ich es gehäkelt, sage ich euch auch, dass das hier ein bisschen spitzer ist alles. Das seht ihr auch. Es ist ein spitz zulaufendes Tuch, also das ist jetzt hinten die Ecke. Und ja, mir hat das aber so sehr gut gefallen, da ich das da schöner über die Schultern einfach legen kann. Ja. Es läuft auch hier oben nicht gerade, sondern es hat so einen leichten Bogen einfach mit drin, wie ihr seht. Und deswegen liegt das super auf den Schultern oder über den Schultern. Ja. Genau. Also das habe ich einmal fertig. Das war aus einer Bobbel, wo ich keine Banderole mehr hatte, die ich gekauft hatte als Rest. Und ja, da ist das Tuch jetzt draus entstanden. Sehr schön, finde ich. Mir gefällt es sehr gut. Ja, das war das Tuch. Einmal im Schnelldurchlauf. Ein letztes Mal gesehen, sozusagen. Ja, dann habe ich hier noch, das Tuch ist, glaube ich, auch mit einer 3,5er Nadel gehäkelt. Dann habe ich noch diese Stola hier liegen, die mit diesem geflochtenen Muster in der Mitte. Und da bin ich jetzt an dem Knöllchen Nummer 7, also es fehlen nur noch 8 und 9. Und dann ist das auch fertig. Yippie! Die 6 hatten wir das letzte Mal. Das ist ein Garn von den Märchengarn, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Es ist ein Vierfachgarn, 380 Meter, 3er bis 4er Nadel geeignet. Da steht noch mal drauf, wie man die Bobbel am besten verarbeitet. Ja, genau. Wie gesagt, die 7 haben wir jetzt. Und hier seht ihr mal noch kurz den Verlauf. Von diesem Zopfmuster gibt es auch eine kleine
ein kleines Info-Video, so habe ich es gehäkelt. Das kommt noch und ja, dann denke ich mal, ist der auch schon hoffentlich fertig, wenn nicht die Woche drauf. Ja, also da habe ich euch das so erklärt, wie ich es jetzt hier liegen habe, nur in einem kleineren Ausschnitt, also den Zopf in der Mitte komplett und dann hier an den Seiten nur noch ein bisschen, nicht so viel, wie bei mir hier ist. Ja, ja, hier ist unser Maschenmarkierer, da waren wir das letzte Mal, oder da war ich das letzte Mal und jetzt kam da das Stückchen einfach dazu. Dann versetzen wir mal unseren Maschenmarkierer. Einmal nach oben. Und dann schauen wir mal, da kommt ja dann nochmal sozusagen der Knäuel, also nochmal 3 Farbabschnitte dran. Das heißt dieser, 2, 3, also hier sozusagen das Rosane einmal komplett nochmal. Also da seht ihr es auch so ein bisschen die Abschnitte und das kommt einmal noch komplett dran. Ja, und dann haben wir eine schöne Stola. Genau, das Ganze wird gehäkelt auch mit einer 3,5er Nadel. Das hier ist die Knit Pro Nadel. Die hatte ich euch vor 2 Wochen, glaube ich, gezeigt, dass ich mir die bestellt hatte bei Amazon. Ich habe erst gesagt, das ist, ich finde das immer so ungewohnt, wenn das hier hinten so ein bisschen kurz ist. Aber ich muss sagen, mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Also es ist kein Störfaktor, weil hier vorne über die Nadel an sich läuft das Garn wirklich wunderbar drüber. Es ist super glatt, also da hakt nichts. Ist eine wirklich schöne Nadel. Ja, dann ist das einmal. Das ist jetzt auch dann bald fertig. Na gut, ich habe es euch dann auch lang genug in die Kamera gehalten. Ja, und dann hatte ich noch angefangen, was hier in der schönen Bobbelkiste wohnt. Ja, sehr schön. Hier seht ihr es. Das ist ein Garn, noch mit einer alten Banderole von Miss Pimpinella, von einem Etsy-Shop. Das ist Bonbon, dreifädig, 1000 Meter, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl und ist so in einem pink-grau Verlauf. Ich glaube, so sieht man es noch mal ein bisschen besser. Und daraus entsteht sozusagen ein Pullover. Der, oh, ich habe diesmal nicht meinen Markierer hier also nicht rumgemacht, meinen Maschenhalter nicht eingesetzt, mit der meine Masche hält, weil ich immer so ein Genie bin und ich mir die Arbeit immer aufziehe, weil ich meine Sachen sehr viel rumtrage und da passiert mir das leider sehr oft, dass ich mir ein Teil wieder aufziehe. Und da hatte ich den Tipp bekommen, dass man das doch ganz einfach mit einem Maschenmarkierer verhindern kann. Und seitdem mache ich das eigentlich meistens. Ich will jetzt nicht sagen immer, weil ihr habt es jetzt gesehen, es war nicht drin. Aber normalerweise versuche ich den immer reinzumachen. Ja, hier seht ihr es. Ich habe hier oben ein kleines Bündchen gehäkelt und dann ein Raglan von oben gestartet.
mit Stäbchen, ganz normal. Und den häkle ich jetzt so weit, bis es mir unter den Arm passt. Oder eigentlich, nee, also ich mache das nicht. Also ich mache nicht, dass hier Ecke auf Ecke passt, sondern ich lasse immer noch so ein paar, ein bisschen Platz und fülle mir das mit Luftmaschen auf und häkel dann weiter, weil ich finde dann, also für mich persönlich finde ich, sitzt das dann ein bisschen besser einfach an der Brust bei mir. Wenn ich das jetzt so zumache, habe ich einen wirklich großen, also wenn ich das so lange häkel, bis das aufeinander geht, ist es bei mir so, dass das ein wirklich breiter Armausschnitt ist. Und das, ja, finde ich halt, also ich persönlich, nicht so hübsch bei mir. Und deswegen häkle ich den so lang, bis ich merke, ja, jetzt reicht's. Oder ja, so sitzt es mir ganz gut. Und dann fülle ich das Ganze hier mit 4 oder 5 Luftmaschen auf, verbinde das mit den Luftmaschen und häkel das dann weiter. Also so mache ich das einfach. Ich finde das so praktischer dann. Und ich meine, da ich ja die Sachen von mir anziehe, nützt es mir ja am meisten. Ja, ihr seht es hier, habe ich das letzte Mal markiert mit dem Engel. Und dann versetzen wir ihn mal. Natürlich, oh, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, dass ich das aufkriege, ohne dass ich mir die Fäden da ziehe. So. Bisschen glatt streichen und schon sieht man nichts mehr. Und dann kommt er hierher. Dann passt das schon mal. So. Schön. Ihr seht es, ich arbeite auch hier nicht in Spiralrunden, sondern in Runde für Runde. Ja. Ich finde das jetzt aber nicht schlimm, weil das wird bei mir hinten an der Schulter ja laufen. Und da passt das. Also das fällt auch nicht so stark auf. Ja. Jemand, der häkelt oder strickt, der wird das garantiert sehen. Je nachdem, wie genau er schaut. Aber ja, für jemanden, der jetzt nur so schaut und drüber schaut und gerade oben am Schulterbereich sozusagen, also ja, ich finde, da fällt das nicht so stark auf. Ja, und das Ganze wird ja, wie gesagt, hier mit der Dreiernadel gehäkelt. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Doch. Also eine Dreiernadel. Und da arbeite ich gerne mit ihr. Die ist halt auch ein bisschen länger, aber mit der Zeit wird das hier hinten, das Kätzchen, leider ein bisschen schwer. Sieht sehr süß aus, aber es wird ein bisschen schwer beim Häkeln. Ja, genau. Das ist der. Und dann hatte ich euch ja noch bei dem letzten Mal erzählt, dass ich gern einen Pullover mit V-Ausschnitt machen wollte. Und den habe ich jetzt auch einfach angefangen. Den habe ich jetzt gestartet mit einer Vierernadel. Und mit dem Garn von der Miss Pupinella auch. Das hatte ich euch auch vorgestellt schon. Das hier ist 5-fädig, Knuddelmuddel 3, 1500 Meter. Ich dachte, mit 1500 Metern komme ich locker, aber wirklich locker hin, um auch die Bündchen und alles in derselben Garnfarbe zu machen. Ja, und der startet auch ganz normal oben. Jetzt häkle ich erstmal nur, ich hatte ja so auch schon mal eine Jacke angefangen. Jetzt häkle ich nur Runde für Runde. Und wenn er hier vorne passt,
werde ich das schließen. Und dann denke ich mal, dass ich da einen schönen V-Ausschnitt dann habe. Ich habe auch so schon eine Jacke gehäkelt und habe die 2 Enden wirklich lang übereinander laufen lassen, so dass man die auch so ein bisschen dann wickeln konnte. Was mir auch sehr gut gefallen hat, und ich denke, wenn ich hier jetzt einfach frühzeitig aufhöre, dass das dann ein schöner V-Ausschnitt wird. Ja. Ich habe hier oben versucht, besonders sauber zu arbeiten, am Rand sozusagen. Und weil ich mir unschlüssig war, ob ich da noch so ein Bündchen dran mache, wie hier bei dem, oder ob ich das so lasse. Das weiß ich noch nicht, das muss ich mir mal anschauen, wenn ich hier dieses V sozusagen fertig habe. Denn ja, da weiß ich es halt noch nicht, weil ich ja da immer mit 3 Luftmaschen hochgehe und dann wechsle, ob das dann noch so gut aussieht. Also ihr seht es ja hier, man sieht halt den Übergang von den Reihen oder den Wechsel von Stäbchen und Luftmasche, ja. Und deswegen war ich mir dann noch unsicher, ob ich das noch, ob ich da noch ein Bündchen dran mache oder nicht. Aber das entscheide ich erst, wenn ich den so weit habe, dass das hier unten zu ist. Ja, und der wird auch so lange gehäkelt, bis er an den Armen, finde ich, gut sitzt. Und dann wird er geschlossen und in Runden einfach weiter gehäkelt. Genau. Ja, das sind die 3 Projekte, die jetzt am Laufen sind. Hier bei dem wollte ich noch einen Maschenmarkierer holen. Ich dachte, wir nehmen jetzt einfach den vom Tuch, das Herzchen, und markieren uns den Stand und machen das dann. Schauen einfach mal, wie weit wir kommen, wie weit ich komme. Genau. So, dann ist das auch markiert und seht ihr, hier habe ich auch noch nicht mein Markierer für die zum Gegenwirken des Aufziehens sozusagen. Ja, aber an dem habe ich jetzt gerade erst gearbeitet vorhin, also gestern als letztes, und deswegen ist da noch nichts drin. Ich habe immer meine Maschenmarkierer in dem Döschen ja drin, von daher habe ich die nicht immer bei mir. Müsste ich mir mal überlegen, wie man das hinkriegt, dass man das immer so ein paar dabei hat. Vielleicht sollte ich mir einfach mal ein paar in die Dose machen und in meine Projektbeutel dann machen. Und dann habe ich immer welche dabei. Ja, genau. Das sind jetzt die kleinen Projekte, die jetzt noch laufen, sozusagen, und uns die nächsten Wochen begleiten werden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die Projekte hier nicht nur von mir begleitet werden, sondern von euch auch. Deswegen lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und wenn ihr mögt, gebt dem Video ein Däumchen nach oben, wenn euch das soweit gefallen hat. In diesem Sinne, bleibt gesund. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir hören und sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.